Wem der Smart #One schon gefallen hat, wird wohl auch ein Auge auf das neue Modell des Joint Ventures zwischen Mercedes und Geely werfen, dem Smart #Free. Der wurde erst vor kurzem auf der Auto Shanghai vorgestellt und deshalb erfahrt ihr alles, was man aktuell dazu wissen kann, jetzt hier auf Project Drive. Der Smart #Free ist ein Elektro-Coupé-SUV und das zweite Auto von Smart nach dem #One, das im Juni letzten Jahres auf den Markt kam. Am 27. April launchte der #Free bei den Händlern in China. Smart ist ja bekanntermaßen ein Joint Venture zwischen Mercedes-Benz und Geely, das 2019 gegründet wurde. Exterieur und Interieur sind Ergebnisse der globalen Design-Teamarbeit von Mercedes, während Geely für die Herstellung der Technik im Inneren verantwortlich ist. Der Smart #Free teilt sich viele Elemente mit dem Smart #One. Bei der Gestaltung des Greenhouse geht das SUV-Coupé aber einen ganz eigenen Weg. Die stark nach hinten abfallende Dachlinie macht den Viertürer zum Fließheck und das ganze Auto so zu einem SUV-Coupé. Der Dachbogen reicht bis ganz zum Heck und schafft hinter den hinteren Türen so noch Platz für ein zusätzliches Seitenfenster, das beinahe nahtlos an die Seitenscheibe anschließt. Auch im Dachbereich findet man beim Smart #Free viel Glas. Das Frontdesign lehnt sich eindeutig an den Smart #One an, auch die Außenspiegel werden übernommen. Die Alufelgen zieren wie gewohnt Smart-Logos auf der Narbe. Das Cockpit des Smart #Free zeigt sich in den Grundzügen gleich gestaltet wie im Smart #One. Eine deutliche Abweichung gibt es allerdings bei den Luftausströmern. Wo der #One zwei längliche Schlitze trägt, zeigen sich im #Free 3 runde Luftausströmer im Turbinendesign. Das geschwungene Armaturenbrett geht nahtlos in eine stehende Konsole über, die den zentralen 12,8 Zoll großen Touchscreen trägt. Die Sitze setzen auf integrierte Kopfstützen. Außerdem gibt es 13 Lautsprecher von Beats Audio und ADAS mit Eingängen von 23 Sensoren im ganzen Auto. Ein LiDAR-Radar sucht man aber vergeblich. Die DAZONI IQ ist die erste Premium-Ladestation im Privatbereich. Sie kommt mit PV-Überschussladen, Dienstwagenabrechnung und voreingebautem MED-Stromzähler. Zusätzlich kann man die Wallbox über Over-the-Air-Updates auf den Laufenden halten und sie, dank integrierter farblich anpassbarer LEDs, als Lichtquelle nutzen. Wenn ihr mehr über die Wallbox von DAZONI wissen wollt, dann könnt ihr euch zuerst mal mein detaillierteres Video dazu ansehen, welches ihr hier oben rechts im Video findet. Mit dem Link in der Beschreibungsbox könnt ihr dann bei eautos.de vorbeischauen und die DAZONI IQ auch bestellen. Und mit dem Code Project Drive spart ihr euch beim Checkout nochmal 150 €. Also viel Spaß mit der DAZONI IQ und weiter geht's. Der Smart #Free ist 4,4 Meter lang, 1,84 Meter breit und 1,56 Meter hoch. Der Radstand soll bei 2,78 Meter liegen. Die gestrecktere und flachere Form beschert dem #Free auch einen besseren CW-Wert von 0,27. Der Smart #One hat einen CW-Wert von 0,29. Damit könnte auch die mögliche Reichweite gegenüber dem #One etwas steigen, aber nicht zu viel erwarten. Zu haben sein wird der Smart #Free mit einem oder 2 Elektromotoren, also mit Hinterrad- oder Allradantrieb. Die einmotorige Version wird mit 200 kW Leistung angegeben, die Variante mit 2 Motoren bringt an der Vorderachse 115 kW und an der Hinterachse 200 kW an den Start. Die Höchstgeschwindigkeit wird auf 180 km/h limitiert. Die Anhängelast beziffert das MIIT auf 1,6 Tonnen, das Leergewicht auf 1740 Kilogramm beim Hinterrad bzw. 1890 Kilogramm beim Allradler. Der Startpreis des neuen Smart #Free soll in China bei umgerechnet 30.300 € liegen. Wie viel er bei uns kosten soll, ist leider noch nicht bekannt. Schreibt mir doch in die Kommentare, was ihr denkt, wie teuer der bei uns wird. Wie gefällt euch der Smart #Free? Wäre der was für euch? Schreibt mir auch das gerne unter das Video. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Dranbleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.
Ciao.